Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Leonie Hoffmann, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie sollen übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Eine Präsentation planen? Alleine oder in der Gruppe? Wann und wo das machen? Was brauchen Sie dafür? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul. Hi Maria. Hast du mein Fahrrad irgendwo gesehen? Ich dachte wirklich, dass ich es hier abgestellt habe. Nein, leider nicht. Vielleicht hast du nur vergessen, wo du es hingestellt hast. Nein, das glaube ich nicht. Oh, das ist ja komisch. Sag mal Paul, wie geht's dir? Was gibt es Neues? Oh, das ist ja komisch. Sag mal Paul, wie geht's dir? Was gibt es Neues? Mir geht's ganz gut, danke. Maria, hast du gewusst, dass wir übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten sollen? Maria, hast du gewusst, dass wir übernächste Woche beim Deutschkurs eine Präsentation halten sollen? Wirklich? Nein, das wusste ich nicht. Wann hat der Lehrer das gesagt, und über welches Thema sollen wir sprechen? Wann hat der Lehrer das gesagt, und über welches Thema sollen wir sprechen? Der Lehrer hat das voriges Mal erwähnt. Der Lehrer hat das voriges Mal erwähnt. Wir sollen eine Präsentation über das Thema Umweltschutz machen. Wir sollen eine Präsentation über das Thema Umweltschutz machen. Aus meiner Sicht ist es ein spannendes und sehr aktuelles Thema. Aus meiner Sicht ist es ein spannendes und sehr aktuelles Thema. Oh, voriges Mal war ich ja leider krank und deshalb nicht im Kurs. Oh, voriges Mal war ich ja leider krank und deshalb nicht im Kurs. Sicher ist das ein interessantes Thema. Ich mag die Natur. Sicher ist das ein interessantes Thema. Ich mag die Natur. Aber die Vorbereitungszeit ist jetzt doch ein bisschen kurz für mich. Aber die Vorbereitungszeit ist jetzt doch ein bisschen kurz für mich. Müssen wir die Präsentation alleine machen, oder in der Gruppe? Müssen wir die Präsentation alleine machen, oder in der Gruppe? Wir sollen die Präsentationen in Zweierteams machen. Wir sollen die Präsentationen in Zweierteams machen. Also wenn du magst, dann könnten wir die Präsentation gemeinsam machen. Also wenn du magst, dann könnten wir die Präsentation gemeinsam machen. Ja, sehr gerne. Dann können wir uns die Recherche und die einzelnen Aspekte des Themengebietes aufteilen. Ja, sehr gerne. Dann können wir uns die Recherche und die einzelnen Aspekte des Themengebietes aufteilen. Und dann dauert die Vorbereitung vielleicht auch nicht so lange. Und dann dauert die Vorbereitung vielleicht auch nicht so lange. Ich denke, wir sollten uns bald treffen, um die Einzelheiten zu besprechen. Ich denke, wir sollten uns bald treffen,
um die Einzelheiten zu besprechen. Welche Tage wären nächste Woche möglich für dich? Welche Tage wären nächste Woche möglich für dich? Am Montag habe ich frei, geht das bei dir auch? Am Montag habe ich frei, geht das bei dir auch? Ja, Montag geht bei mir. Aber es wäre besser, wenn wir uns 2 Tage ausmachen, wo wir alles besprechen und ausarbeiten können. Aber es wäre besser, wenn wir uns 2 Tage ausmachen, wo wir alles besprechen und ausarbeiten können. Wie findest du das? Das ist eine gute Idee. Dann könnten wir einander am Montag und am Dienstag treffen. Dann könnten wir einander am Montag und am Dienstag treffen. Und die Frage ist auch, wo wir die Treffen machen? Und die Frage ist auch, wo wir die Treffen machen? Du kannst gerne zu mir nach Hause kommen. Du kannst gerne zu mir nach Hause kommen. Und wir können uns bei mir im Arbeitszimmer zusammensetzen. Und wir können uns bei mir im Arbeitszimmer zusammensetzen. Montag und Dienstag habe ich ganzen Tag Zeit. Montag und Dienstag habe ich ganzen Tag Zeit. Das ist sehr nett von dir, aber bei dir ist doch im Moment gerade eine Baustelle nebenan. Das ist sehr nett von dir, aber bei dir ist doch im Moment gerade eine Baustelle nebenan. Ist das nicht unter der Woche sehr laut? Ist das nicht unter der Woche sehr laut? Ja, stimmt, wir brauchen einen ruhigen Ort. Ja, stimmt, wir brauchen einen ruhigen Ort. Das habe ich ganz vergessen. Wie wäre es, in ein Café zu gehen? Das habe ich ganz vergessen. Wie wäre es, in ein Café zu gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Kennst du das Café Espresso bei mir um die Ecke? Ja, das ist eine gute Idee. Kennst du das Café Espresso bei mir um die Ecke? Da ist Montag und Dienstag normalerweise sehr wenig los. Das wäre für uns gut zum Arbeiten. Da ist Montag und Dienstag normalerweise sehr wenig los. Das wäre für uns gut zum Arbeiten. Das Café Espresso kenne ich, da war ich schon mal. Die haben auch sehr gute Sandwiches. Das Café Espresso kenne ich, da war ich schon mal. Die haben auch sehr gute Sandwiches. Was wir auch überlegen sollten. Was brauchen wir von der Technik her für die Präsentation? Was wir auch überlegen sollten. Was brauchen wir von der Technik her für die Präsentation? Na, jedenfalls benötigen wir einen Laptop. Na, jedenfalls benötigen wir einen Laptop. Ich könnte meinen Laptop am Montag mitnehmen, dann können wir gleich alles am Computer mitschreiben. Ich könnte meinen Laptop am Montag mitnehmen, dann können wir gleich alles am Computer mitschreiben. Und ich glaube, ein USB-Stick wäre auch wichtig. Und ich glaube, ein USB-Stick wäre auch wichtig. Falls bei der Präsentation mit der Verbindung vom Laptop zum Beamer irgendwas nicht funktioniert, hätten wir zur Sicherheit noch die gesicherten Dateien am USB-Stick. Falls bei der Präsentation mit der Verbindung vom Laptop zum Beamer irgendwas nicht funktioniert, hätten wir zur Sicherheit noch die gesicherten Dateien am USB-Stick. Den USB
USB-Stick könnten wir dann notfalls beim Computer vom Lehrer anstecken. Den USB-Stick könnten wir dann notfalls beim Computer vom Lehrer anstecken. Ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache mir gleich dazu eine Notiz. Ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache mir gleich dazu eine Notiz. Bilder sollten wir für unsere Präsentation auch noch suchen. Bilder sollten wir für unsere Präsentation auch noch suchen. Damit wir unsere Präsentation interessant gestalten können. Damit wir unsere Präsentation interessant gestalten können. Auf jeden Fall. Wir können ja zu unserem Vortrag eine digitale Präsentation gestalten. Auf jeden Fall. Wir können ja zu unserem Vortrag eine digitale Präsentation gestalten. Ja, ich glaube, dass auch die Darstellung von Erhebungs- und Statistikergebnissen zum Klimawandel sehr wichtig wären. Ja, ich glaube, dass auch die Darstellung von Erhebungs- und Statistikergebnissen zum Klimawandel sehr wichtig wären. Ja, voll. Auch über das Artensterben sollten wir informieren, und was jeder einzelne Mensch dagegen tun kann. Ja, voll. Auch über das Artensterben sollten wir informieren, und was jeder einzelne Mensch dagegen tun kann. Und wir sollten Informationsbroschüren bereitstellen, wo und wie sich Leute für den Umweltschutz engagieren können. Und wir sollten Informationsbroschüren bereitstellen, wo und wie sich Leute für den Umweltschutz engagieren können. Was sagst du dazu? Das finde ich wirklich toll. Das finde ich wirklich toll. Perfekt, das freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Na gut, dann treffen wir uns am Montag. Passt für dich um 10 Uhr im Espresso? Na gut, dann treffen wir uns am Montag. Passt für dich um 10 Uhr im Espresso? Ja, 10 Uhr ist eine gute Zeit. Bis Montag. Bis dann und schönen Tag noch. Danke, ebenfalls.